SCP versus Realität, wenn Eindämmung zur Offensive wird. In der öffentlichen Wahrnehmung, sowohl innerhalb als auch außerhalb der SCP-Community, gilt ein Grundsatz als unumstößlich. Die Foundation beobachtet, sichert und hält zurück. Sie verteidigt die Realität, sie greift nicht an. Dieser Grundsatz ist realweltlich nachvollziehbar und narrativ bequem. Doch er ist nicht universell gültig. In der Realität militärischer Planung existiert keine absolute Trennung zwischen Verteidigung und Angriff. Jede Organisation, die mit existenziellen Bedrohungen operiert, muss Optionen jenseits der reinen Reaktion vorbereiten. Eindämmung endet dort, wo das Fortbestehen der eigenen Realität nicht mehr garantiert werden kann. Ab diesem Punkt wird Zurückhaltung zu einem Risiko. SCP-Dokumente zeigen immer wieder, dass die Foundation nicht nur passiv agiert. Mobile Task Forces sind militärisch organisiert, logistisch hochgerüstet und für Szenarien ausgelegt, die weit über klassische Sicherungsmaßnahmen hinausgehen. Der Unterschied zur realen Welt liegt nicht in der Fähigkeit zur Gewaltanwendung, sondern in der Schwelle, ab der sie eingesetzt wird. In der Realität werden militärische Großoperationen geplant, lange bevor sie durchgeführt werden. Nicht, weil man sie unbedingt will, sondern weil man sie sich leisten können muss, falls alle anderen Optionen versagen. Dasselbe gilt für anomale Szenarien. Wenn ein Objekt nicht mehr nur eine Bedrohung darstellt, sondern ein strategisches Einfallstor, verschiebt sich die operative Logik grundlegend. Interdimensionale Portale, stabile Realitätsfenster oder kontrollierbare Übergänge sind keine reinen Forschungsobjekte. Sie sind strategische Punkte. In der realen Welt würden sie sofort als solche klassifiziert werden. Als Hochwertziele, als potenzielle Invasionsachsen, als Risiken, die nicht ignoriert werden dürfen. Die Annahme, eine Organisation würde in einem solchen Fall ausschließlich defensiv bleiben, widerspricht jeder bekannten sicherheitspolitischen Doktrin. Was folgt, ist keine Frage der Moral, sondern der Konsequenz. Wenn eine fremde Realität Zugriff auf unsere Welt erhält, existiert kein neutraler Zustand mehr. Entweder man akzeptiert die Unsicherheit, oder man handelt, bevor die Gegenseite es tut. Planung bedeutet hier nicht Eskalation, sondern Vorbereitung auf den Moment, in dem Nichtstun die gefährlichere Option wird. Genau an diesem Punkt beginnen Szenarien, über die außerhalb interner Dokumente kaum gesprochen wird. Szenarien, in denen Eindämmung nicht mehr ausreicht. In denen Realitätsanker, Portalstabilisatoren und militärische Einheiten nicht der Sicherung dienen, sondern der Durchsetzung eines strategischen Ziels. Was eine solche Operation konkret bedeutet, wie sie vorbereitet wird, welche Einheiten beteiligt sind und welche Konsequenzen sie für beide Realitäten hätte, ist kein Stoff für Kurzformate oder Randnotizen. Es ist der Punkt, an dem sich SCP-Fiktion und reale militärische Logik unheimlich nahe kommen. Weitere Details liegen vor. Die Bewertung ist abgeschlossen. Sonntag 18 Uhr kommt das Dokument als Video.